Heute keine Manta-Witze, denn erstens sprechen wir über den Manta A und die Manta-Witze beziehen sich eigentlich mehr auf den Manta B. Und zweitens bin ich eigentlich schon der lebende Manta-Witz. Mein Vater hat gerne Goldkettchen getragen, ist viel Opel gefahren und meine Mutter ist Friseurin und heißt sogar Gabi. Also heute keine Manta-Witze. Willkommen in der Nockenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, nur weil wir keine Manta-Witze machen, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht über den Manta reden können. Denn ich habe euch ja gerade gesagt, Manta B ist das Fahrzeug, was eigentlich diese ganzen Witze auf sich vereint hat. Also können wir euch den Manta A vorstellen. Und genau das müssen wir, denn Kobi hat ja hier den Nachfolger der schwarzen Witwe jetzt rausgebracht in der Opel-Lizenz in Maßstab 1:12. Das Set 24338 in der Executive Edition der 1970 Opel Manta A 2125 Steinchen. Und ich habe euch ja gerade gesagt, dass mein Vater viel Opel gefahren ist, aber leider kein Manta. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, euch dieses Set jetzt hier auf meinem Bautisch präsentieren zu dürfen. Egon hat einen neuen Wagen. Den neuen Manta von Opel. Sportlich schick. Traumhaft sicher in der Kurve. Und stark. Die neue Manta-Formel von Opel. Einen Manta fahren. Ein herrliches Gefühl. Boah ey, was ein Brecher. Wobei, Freunde, eigentlich dieses Boah ey und das ganze Manta-Gehabe ja eigentlich auf den Manta B zutrifft und gar nicht so auf den Manta A. Hier haben wir nämlich den Manta A, namentlich 1970 Opel Manta A, das Kobi Set 24338, 2125 Steinchen in der Executive Edition. Da haben wir die Grundplatte noch dazu, Maßstab 1:12, lizenziert natürlich von der Adam Opel AG, von unserem Lieblings-Klemmbaustein-Hersteller Kobi. Und schaut euch das Fahrzeug an. Wow, ich freue mich da richtig drauf. Wir haben hier richtig schöne Streben. Wir haben hier viele bedruckte Plates und dieses tolle Manta-Schild. Wir sehen sogar schon, wie es verbaut ist hier. Ich freue mich richtig drauf. Und die Felgen, ein Traum. Wer Fan von Fahrzeugen aus dieser Zeit ist, 70er, 80er Jahre, kommt eigentlich an diesem 1:12er Set von Kobi nicht vorbei. Und ich konnte es auch nicht. Ich habe das ganze Jahr drauf gewartet. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir noch mehr Details an diesem schicken Fahrzeug. Der Opel Rekord von Kobi war ja schon super, aber er war sehr schwarz und da gingen viele Details unter. Hier sehen wir dafür umso mehr die Türgriffe, hier die Rückspiegel, dieses Armaturenbrett, den Motorraum. Wir können natürlich lenken und die Kofferraumklappe und alles, Freunde, pad-printed, keine Sticker. Und ich freue mich wirklich, hier dieses Heck zu bauen. Die Daten bekommt ihr nachher bei den Fakten und hier seht ihr auch die Plate mit diesem gelaserten Schild. Ja, schauen wir uns den Inhalt des Kartons an. Ein kleiner Zaubertrick und dann wird der Inhalt hier oben auf dem Karton erscheinen, meine Freunde. Ja, Freunde, da habe ich den ganzen Inhalt auf den Karton gehext. Pickepacke voll, 2 Anleitungen, viele Plates, 7 Tüten. Aber ich habe auch das Herstellungsdatum, den Stempel habe ich verhext. Schaut mal hier, denn da steht 2021 und zwar am 11.07. Ich denke mal, das kann nicht ganz stimmen. Das ist eine Verstempelung bei Kobi, denn wir haben bekanntlicherweise ja das Jahr 2022. Also damit ist dieses Set noch uniker, als ich es schon vorher dachte. Ja, wir haben hier 4 10x16er Platten für den Untergrund. Das, was die Executive Edition ausmacht, packe ich mal an die Seite. Eine 16x16er Platte, auch typisch Kobi. Wir haben 2 dicke Anleitungen, kommen wir gleich zu. Und wir haben 7 pickepackevolle Tüten mit tollen Kobi-Steinen. Hauptsächlich schwarz und gelb natürlich wie dieses Fahrzeug. Packe ich mal kurz zur Seite, damit wir ein bisschen über die Anleitung sprechen können. Was ich euch übrigens noch nicht verraten habe, und das wollte ich noch, und deswegen packe ich die Anleitungen einmal runter. Das Fahrzeug wird 14,5 cm breit, 12 cm hoch und 37 cm lang. Kommen wir jetzt aber zu den Anleitungen. DIN A4 ungefähr, klammergebunden ab 11 Jahren. Ich würde sogar sagen eher ein bisschen noch höher, 12, 13. Es sei denn, der Papa hilft. Was ich euch gesagt habe, pad-printed, traurige Zwiebel, grüner Punkt, ein Mann, der Blitze schießt, ein Löwe und so weiter und so fort. Wir bauen in der ersten Anleitung die Tüten 1 bis 3 weg, haben dann am Ende 204 Bausteps und ein bisschen Werbung für Top Gun und für die ganzen Youngtimer, gerade hier die lizenzierten von Citroën und von Fiat. Was ich euch aber natürlich zu Kobi-Anleitung sagen möchte, ist, was wir bauen, ist immer farblich hinterlegt.
Was gebaut wurde, ist farblich entsättigt. Pfeile weisen uns den Weg. Unten steht immer, welche Steine wir brauchen. Wir haben am Anfang immer so eine kleine Legende, wie lange die Achsen sein müssen, was für einen Winkel, welche Winkelform die Slopes haben. Und wir haben auch immer Legenden, damit wir wissen hier, wie lang ist unsere Teil hier, unser Flat-Teil. Also sehen wir hier ein 1x2er Flat-Teil. Schauen wir uns die zweite Anleitung an, die dann ja logischerweise mit den Bautüten 4 bis 7 von lieb nimmt. Hier sehen wir es auch, bei 205 machen wir weiter und hören dann auf bei 445, nämlich wenn wir den Fuß bauen, ist ein bisschen wackelig hier und verbogen, da sehen wir jetzt diesen berühmten Stand, was diese Executive Edition ausmacht. Würde ich euch immer empfehlen, sind nur 10, 20 Euro mehr, dafür habt ihr diesen tollen Fuß. Am Ende dann natürlich die Teileübersicht, wir sehen es ja unten, 2125 Steinchen, deswegen hier 3 Seiten mit Teileübersicht und hinten ein bisschen Werbung mit den ganzen 1:12ern. Den habe ich euch ja vorgestellt, Video findet ihr oben auf dem i in der Ecke. Ja, Freunde, was ihr auch in der Ecke findet, demnächst irgendwann nämlich auf meinem Regal, dieses fertige Set, aber dahin müssen wir erst es bauen, um dahin zu kommen. Deswegen kommt jetzt mit hier auf den Bautisch. Viel Spaß beim Zeitraffer, beim Speedbuild. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Knorpelfisch, den haiartigen, den Manta. Wir sprechen aber nur über den Manta A. Über den Manta B wird es auf diesem schnuckligen Kanal irgendwann ein extra Video geben, denn ich habe da ein Set für euch, was ich euch dann vorstellen werde. Mit natürlich allen Klischees, Wuchsschwanz, Friseusenwitze und. Aber heute sprechen wir über den Grundvater der Serie, den Manta A von 1970. Der Opel Manta war ein 5-sitziger PKW, der seinerzeit zum US-amerikanischen Automobilkonzern GM, also General Motors, gehörenden Adam Opel AG. Einige Ausführungen waren nur 4-sitzig, zum Beispiel die späteren Manta B GT bzw. Manta B E. Der erste Manta, Manta A, kam im September 1970 auf den Markt. Der Wagen war die Coupé-Version der 2 Monate später vorgestellten Limousine Opel Ascona A mit der gleichen Plattform. Mit diesem Coupé mit wassergekühlten 4-Zylinder-Frontmotor und Hinterradantrieb konkurrierte Opel mit dem seit Ende 1968 gebauten Ford Capri. Der Manta A wurde zunächst mit 3 verschiedenen CIH-Motoren, CIH steht für einer mit oben liegenden Nockenwelle angebotenen Version, auf Deutsch heißt das Camshaft in Head, daher CIH. Die angebotenen Motoren waren 2, nämlich der 1,6 Liter Motor mit 68 PS und 80 PS sowie der vom Rekord C übernommenen 1,9 Liter Version mit 90 PS. 1972 kam ein 1,2 Liter Motor mit seitlicher Nockenwelle aus dem Kadett mit 60 PS hinzu. Unter dem Arbeitstitel Projekt 1450 wurde Ende der 1960er Jahre bei Opel ein Konkurrenzmodell für den Ende 1968 eingeführten Capri von Ford entwickelt. Daraus ging das im September 1970 in Timmendorfer Strand präsentierte Manta Coupé hervor, dessen Limousinenversion Ascona 2 Monate später in Turin in Italien im November vorgestellt wurde. Ford begann mit den Ford Mustang in den USA die Ära der Ponycars. Das sind Coupés oder Cabrios auf Basis eines für amerikanischen Verhältnissen kompakten und leichten Mittelklassefahrzeugs, das mit einem relativ leistungsstarken Motor ausgestattet wurde und daher entsprechende Fahrleistungen und Beschleunigungswerte ermöglicht. Der kompakte und formschöne Mustang der Plattform des Falcon war nach seiner Einführung im Frühjahr 1964 in den USA sehr erfolgreich. Diesen Erfolg wollte Ford in Europa wiederholen und entwickelte auf Basis des britischen Ford Cortina ein Coupé mit dem Namen Capri, das sich Anfang 1969 ebenfalls gut verkaufte. Dem Erfolg des Mustangs und des Capri sah General Motors nicht tatenlos zu und so wurde relativ kurzfristig der im Herbst 1966 vorgestellte Chevrolet Camaro als Antwort auf den Ford Mustang entworfen, während Opels Manta gegen den Capri gezielt war. Bereits im Herbst 1962 erhielt ein Modell der Chevrolet Corvette den Namen Stingray, was Stechrochen bedeutet.
Entsprechend dazu wurde mutmaßlich beim Opel Manta der Manta-Rochen zum Namensgeber. Tatsächlich ließ sich der mit dem werksinternen Projekt Longnose Coupé beauftragte Designer George Gallion dabei von Videoaufnahmen und Fotos inspirieren, die Jacques Cousteau im Roten Meer von einem Manta-Rochen gemacht hatte. Wie die Videoaufnahmen deutlich machten, waren die Tiere mit ihrer vogelflugähnlichen Fortbewegung im Wasser sehr schnell und das Schwingenschlagen mutete kraftvoll und harmonisch an. Die Namensphilosophie schlug sich folglich auch im Opel-Pressetext nieder. Man erwartete viel vom Manta, wie immer, wenn Deutschlands zweitgrößter Automobilproduzent einen neuen Wagen vorstellt. Auch in den Prospekten war immer wieder von dieser Namensphilosophie zu lesen. Daher bekamen viele Mantas an den vorderen Kotflügeln ein kleines Manta-Emblem. Damit hatte Opel mit der Namenswahl und der ausführlichen Werbearbeit gleichzeitig Volksbildung betrieben. Der Rochen war populär geworden. Von Anfang an versuchte die Opel-Werbung, den technisch stark an die Ascona-Limousine angelehnten Manta zum sportlichen Männerauto zu stilisieren. Die Form mit der niedrigen Gürtellinie, einer langen Motorhaube und kurzen Heck gaben dem Manta sein sportliches Aussehen. Der Wagen folgte damit dem Trend gegen Ende der 1960er Jahre. Sportlich aufgemachte Fahrzeuge mit höheren Leistungen und entsprechenden Fahrverhalten. Autos mit höherem Komfort für Fahrer und Beifahrer, eine individuelle Form, die sich von denen anderer Fahrzeuge am Markt abhob. Anfangs wurden in den Anzeigenwerbungen der Manta mit dem Slogan Manta, entwickelt aus der europäischen Automobiltradition, präsentiert. Später dann mit Opel Manta, weil man was von Fahren versteht, beziehungsweise weil sie was von Fahren verstehen. Und Opel Manta, wenn ihnen gewöhnliche Autos zu langweilig sind. Die Zielgruppe bestand primär aus jungen Menschen. Opel bot mit dem anfangs 3 Motorisierungen eine Alternative zu den traditionell gestalteten Modellen wie dem Rekord oder den Ascona. Die eher schwachen Motoren, insbesondere der ab 1972 für 8.528 D-Mark, was heute so um die 14.000 Euro entsprechen würden, angebotene Wagen mit den 60 PS leistenden 1,2 Liter Motor des Kadett B konnte mit dem sportlichen Aussehen nicht Schritt halten. Verschiedene Tuner versuchten dies durch den Einbau von 6-Zylinder-Motoren der größeren Modelle oder mit Turboladern zu ändern. Lediglich der ab Frühjahr 1974 angebotene Manta GTE mit 105 PS war in den Augen mancher Autotester gut motorisiert. Der Manta A hatte eine selbsttragende Stahlkarosse mit stoßnachgiebigen Heck- und Frontpartie. Ab September 1970 waren die Ausführungen Manta, Manta L und Manta SR erhältlich. Die Vorderräder waren einzeln an ungleich langen Querlenkern und Schraubfedern, Teleskopstoßdämpfern und Drehstabstabilisatoren aufgehangen. Die Hinterachse war eine starre Deichselachse mit Schraubfedern, Längslenkern und Panhubstab, wie beim Kadett B von 1967. Sie wurde von Opel auch als Zentralgelenkachse bezeichnet. Der hintere Teil der Gelenkwelle war ab dem Kardangelenk in einem längs beweglich gelagerten Stützrohr geführt, das starr mit dem Gehäuse des Differentialgetriebes verbunden war. Im Manta A war ein voll synchronisiertes Vierganggetriebe mit kurzen Schaltknüppel auf der Mittelkonsole eingebaut, was in der Werbung als Sportschaltung bezeichnet wurde. Der Opel Manta wurde in allen Versionen als 5-sitzige Sportcoupé geliefert. Besonders hervorstechend waren die langgezogene vorn anschlaggebende Motorhaube sowie die Heckpartie mit 4 runden Rückleuchten, die breiten Türen mit rahmenlosen Fenstern und der schwarze Kühlergrill mit 4 Rundscheinwerfern. Während Manta und Manta L noch mit Radkappen ausgeliefert wurden, hatte der Manta SR serienmäßig radkappenlose Stahlsporträder. Die Insassen des Mantas saßen in einer Sicherheitszelle mit stoßabsorbierender Sicherheitslenksäule. Die Sitze waren stark ausgeformt und komfortabel. Gegen Aufpreis war ein Vinyldach lieferbar. Das aber die Korrosion förderte, da sich unter der verklebten PVC-Folie Feuchtigkeit sammelt. Ja, Freund, das waren jetzt viele Fakten zum Manta A. Er ist es aber auch wert. Und viele der Details, die ich jetzt hier gerade erzählt habe, finden wir auch gleich im Modell wieder. Zum Beispiel das kleine Schalthebelchen. Aber dazu jetzt viel mehr im Review. Viel Spaß dabei. Nach 6 Stunden Bauzeit steht unser Rochen hier auf dem Bautisch. Ich muss sagen, 6 entspannte Stunden, die ich im Discord-Talk mit meinen Freunden verbracht habe. Falls ihr auch mal mit mir im Discord im Talk reden oder auch was bauen wollt, Link unten natürlich in der Infobox in der Videobeschreibung. Da steht das tolle Fahrzeug und ich habe euch extra mal hier zum Vergleich den Rekord daneben gestellt. Die 2 großen Opel-Lizenzprodukte aus dem Hause Kobi. Das hier war eine schwarze Seuche. Hier haben wir es eigentlich nur beim Dach und beim Podest. Ich wollte es euch nur mal ein bisschen größentechnisch daneben stellen. Ich packe ihn jetzt mal zur Seite, denn wir wollen ja ein bisschen ausführlich hier über unseren Rochen reden. Ich packe ihn zur Seite.
Und dann schauen wir uns den Manta hier genauer an. Und was man ganz groß sagen müsste, wenn ich jetzt so ein Clickbait-YouTuber wäre, der negative Punkte nach vorne stellt, damit das Video auf jeden Fall geguckt wird, müsste ich ganz groß schimpfen. Denn ihr seht es vielleicht, das Gelb ist jetzt nicht das Gelb, was Kobi uns hier auf dem Karton verspricht. Das Gelb auf dem Karton ist eher dieses Kobi E-Manta Gelb. Den E-Manta habt ihr ja vielleicht schon gesehen, lief durch YouTube durch viele Kanäle, auch im Fernsehen lief er diese Neuauflage des Mantas, dieses Projektauto. Das hat so ein Gelb. Dieses Gelb ist halt das Gelb, das man kennt, wenn man wie ich die Hood gebaut hat. Denn viele Steine innerhalb der Hood waren auch gelb. Das ist das typische Kobi-Gelb. Und bei der Ente kennen wir das Gelb auch. Also hier ist das Kartondesign ein bisschen fehlgeleitet, finde ich auch ein bisschen immer so schwierig, wenn man Renderbilder hat. Echte Fotos wären mir da lieber. Trotzdem war es für mich ein No-Brainer. Ich ahnte schon, dass die Farbe nicht genauso wird, wie gesagt, weil ich ja die Kobi-Steine kenne. Ich halte das Fahrzeug auch jetzt erstmal ganz kurz in die Kamera und dann sprechen wir über 1, 2, 3, 4, 5 Details. Erstmal natürlich ganz wichtig, hier unten der Fuß. Das ist das, was die Executed Edition ausmacht, dieser große schwarze Fuß, der einfach nur hier unten reingeklemmt wird in die Löcher. Das hat Kobi wieder toll gemacht mit diesen quasi ihren Kegeln auf den bekannten Bolzen, die man von Kobi kennt, mit diesen schönen, und das finde ich halt einfach eine tolle Bautechnik, deswegen liebe ich Kobi, 1x2er-Steinen, die oben und unten halt Löcher haben. Da kommt dann der Bolzen rein, da und da und dann kommt der Kegel drauf und fertig haben wir hier eine Aufnahme und da seht ihr auch hier einen dieser Bolzen rauslunsen. Schön schwarz, auch ganz besonders toll, diese gelaserte Platte hier, die finde ich hier sogar noch besser als beim Opel Rekord. Schön Manta A, Maßstab 1:12 und der Opel Blitz bzw. das Opel Emblem. So, packen wir es wieder zusammen. Wie gesagt, mir persönlich ist diese Platte der Mehrwert, der Mehrpreis wert. Würde ich euch auch immer empfehlen. So, wir schieben es an die Seite und jetzt schauen wir uns das Fahrzeug an. Machen wir einfach mal einen Rolltest, wie das Fahrzeug rollt. Es ist natürlich ein Displaymodell, aber ihr seht auch, es fährt sehr gut. Manta, Manta. Ne? Also ein tolles Rollfahrzeug auch, wenn man es mal so sagen will. Schauen wir es uns von vorne an. Highlight natürlich hier die Front mit den vielen Scheinwerfern, die Plates mit den Opel-Zeichen bedruckt und natürlich auch hier unten diese kleine Platte mit den Opel-Zeichen und den Manta-Schriftzug. Wir haben eh ganz viele Drucke hier. Wir haben hier den typischen Rochen an der Seite am Kotflügel. Wir haben hier hinten dann den Kofferraum bedruckt, auch hier wieder mit Manta. Wir haben das Manta-Schild hier, wir haben die bedruckten Scheinwerfer, wir haben hier unten diese Bumper, schön bedruckt, hier oben schwarz und wir haben hier auf dem Dach sogar noch einen Lüftungsschlitz bedruckt. Da unten sieht man es ein bisschen und natürlich auch hier an der Seite wieder den Rochen. Und dann sind wir schon wieder vorne. Und damit habe ich euch noch gar nicht die Armaturen gezeigt, die natürlich auch bedruckt sind. Von vorne, wie gesagt, richtig toll. Auch schön hier bedruckt diese Wedges, diese Fliesen. Schön diese Schräge, damit man diese schöne Form hinbekommt. Dieses etwas rundere, keilige dann doch. Die Motorhaube geht schön typisch für Fahrzeuge dieser Zeit nach vorne auf. Auch toll gelöst mit den typischen Kobi-Hinge. Hier sieht man auch diesen schönen CIH-Motor, die Fakten, die ihr gerade gehört habt. Auch ganz cool finde ich, dass wir hier den Dom sehen. Wir sehen auch vor allen Dingen hier Transclear, die üblichen Behälter für die Flüssigkeiten und auch den ein oder anderen Deckel. Hier zum Beispiel die Autobatterie, ne, mit Rot und Schwarz. Das finde ich richtig cool und ganz schön gelöst, diesen Luftfilter hier einfach mit einer Felge und dann natürlich wieder typisch ein paar Schlauch vorne hier an den Kühler. Also wirklich ein toller Motor, den sogar ich als Laie hier ganz gut euch ein bisschen erklären konnte. Und vor allem ganz toll, da hinten sieht man es, wir haben sogar oben Transclear und unten halt Translight Blue, würde ich sagen, dass wir wirklich so eine Art Bremsflüssigkeitsbehälter, ihr kennt das alles, oder Scheibenwischer, dass man es genau erkennt, ne? Oben ist der Deckel, unten ist es dieses blaue Plastik, was wir heute in unseren Fahrzeugen ja auch haben. Richtig cool. Bei den Drucken fällt mir gerade ein, habe ich euch natürlich noch vergessen, hier auf der Radzierblende, auf der Felge natürlich auch nochmal das Zeichen der Adam Opel AG. So, jetzt machen wir mal die Türen auf, die ich richtig cool finde, die sehr groß sind und, haben wir gehört, auch in den Fakten ja rahmenlos, also alles original. Aber was mir hier auffällt ist, schaut auch mal diese Hebel an. Das sind diese Daimler-Sterne, die wir aus dieser Oldtimer-Serie kennen, der Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, dieser Daimler und Citroëns und so weiter.
da ist der Daimler-Stern. Also ob das so gewollt ist, ob Opel da nicht vielleicht bei der Lizenzvergabe, bei der Abnahme dieses Produkts ein bisschen ja, blind war. Also die Stuttgarter hier versteckt bei den Rüsselsheimern. So, dann schaut mal rein. Tolle Armaturen, richtig bedruckt, schöne Holzoptik auch. Wir haben hier Drehzahlmesser, wir haben hier diese Lüftungsdinger, die man kennt zum Verstellen und dann natürlich das Armaturenbrett, der Tacho und so weiter, richtig cool. Da ist der kleine Schalthebel, den ich euch gesagt habe und auch ganz cool hier an den Sitzen haben wir hier in Light Bluish Gray das Rad zum Verstellen des Sitzes. Und die Sitze sind richtig cool, weil sie haben diese schöne gewölbte Optik, Leder, Nappa, wie auch immer, schön gewellt, das Polster. Und das Coole ist, ihr habt es vielleicht beim Bauen gesehen, man kann die auch richtig gut verstellen. Also man kann die einfach hier schieben, weil sie ja auf C-Clamps mit Stangen verbunden sind und man kann die Sitze schön nach vorne stellen, umklappen und dann kann man auch hinten auf der Rückbank Platz nehmen. Richtig cool. Ich habe mich zwar bei der Rückbank verbaut, habt ihr vielleicht auch im Speedbild gesehen, aber es hat übel Spaß gemacht, weil ich sofort wusste, was es wird und ich finde, es sieht richtig gut aus. Richtig gut. So, dann auch hier der Tankdeckel, richtig nice und ich habe euch ja gesagt, hier die Bumper, den Stoßfänger, Hammer. So, der Kofferraum natürlich auch aufklappbar. Da schön tief schwarz, kann man eine Menge reinpacken. Also meine Hand geht, guckt mal, ne, bis zu den Fingern zum Knick geht es rein. Also ein schöner tiefer Kofferraum, denke ich mal auch sehr an dem Original orientiert. Richtig cool. So, klappt mal wieder zu. Auch schön, wie gesagt, diese Form hier. Dieses Coupé-artige, was ich euch in den Fakten erzählt habe. Hier dann ne, der Rückspiegel mit diesem kleinen Transclear-Teil. Das ist ja nun mal bei Fahrzeugen damals so üblich gewesen und ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Ich glaube, auch heute bräuchte man rechtlich nicht auf jeder Seite einen Rückspiegel, bin mich aber dann nicht ganz sattelfest, was die Straßenverkehrsordnung angeht. Aber früher war das so, dass es nur für den Fahrer war. Dann auch hier wieder die Tür, wieder mit den Daimler-Hebelchen. Und dann sehen wir hier nochmal die Armaturen. Wir sehen hier unten, das ist natürlich schwierig, weil alles schwarz, die Pedale. Wir sehen das Lenkrad auch mit dieser typischen Form der Zeit und auch wieder mit den Zeichen der Adam Opel AG mit den Blitz. Und dann auch da natürlich hier der Sitz. Und wir können ihn auch wieder verstellen. Da haben wir sogar die Hebelchen dran, den Bolzen, dass wir so nach vorne klappen können. Hier seht ihr aber schon eine große Schwachstelle, das ist das Dach. Denn man muss hier diese Stange genau rein und zack. Das Dach löst sich dann auch hier wieder. Also ähnlich wie beim Rekord haben wir auch hier beim Dach so ein bisschen die Probleme. Das kriegt Kobi nicht so gut hin, haben sie aber hier schon besser gelöst als beim Rekord. Machen wir die Tür wieder zu, denn wir haben es hier schräg. Schön gelöst, das finde ich cool. Wir haben es dann leider hier, müssen wir es schräg machen und da geht es halt immer los. Und wir haben auch hier ein bisschen so einen kantigen Übergang bei diesen Slopes. Hier vorne, dann haben sie die gleichen Streben bei der A-Säule wieder gemacht wie beim Opel Rekord, aber hier auch bedruckt. Das geht ganz gut und auch hier sehen wir ein bisschen wie eine Abrundung, das halt diese schöne Coupé-Form darstellen soll. Natürlich gibt es hier Spaltmaße en masse, das ist aber alles der Bautechnik geschuldet. Hier sehen wir auch noch ein paar Noppen über, da habe ich schon gedacht, da könnte man jetzt sich irgendwie aus Kubistein noch eine Klorolle mit gehäkelten Verdeck basteln, aber nein, Spaß, ein Wackeldackel, irgendwie sowas. Vielleicht von Friends, Lego packe ich dann einen kleinen Dackel drauf, mal schauen. Ja. Also das war das von innen, das Dach noch ganz wichtig. Hier haben wir nämlich darunter einen Rückspiegel, schön mit 3 Transclear Steinchen und wir haben sogar auch die Sonnenblenden, die wir umklappen können. Da haben wir viel Details. Wie gesagt, für mich ist das Dach ein bisschen die Schwachstelle, weil ich diese Stangen hier, ja, da habe ich sie zu tief reingesteckt, da drüben habt ihr gesehen, habe ich sie zu lang reingesteckt und hier geht es halt immer los, weil ich hier einen Stein biegen muss, beziehungsweise Steine biegen muss. Das geht zwar, aber es drückt sich immer ein bisschen los und das Dach, da kommt man leicht gegen und es geht ja dann ab. Ich will es nicht abreißen, aber wer mein Video zu den Opel Rekord gesehen hat, der weiß, was ich meine. So, jetzt noch einmal von unten. Schön und auch hier schön gelöst. Man kann nämlich wirklich lenken. Das zeige ich euch, war beim Opel Rekord ja nicht so. Da war das eher so eine angedachte Lenkung. So, ihr könnt das halt wieder umklappen hier. Da ist das Lenkrad und achtet jetzt mal auf das Rad hier vorne. Also man kann wirklich lenken. Nicht so ein Geschluppe über die Technikachsen wie beim Rekord. Das Coole ist sogar, wir haben quasi ein Lenkgetriebe hier eingebaut. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, steckt aber da drin. Es sind, glaube ich, 5 Zahnräder, die wir alle auch von Lego Technik kennen, die das Lenken möglich machen, dass wir halt nicht so ein Geschlurfe über dieses Zahnrad haben wie beim Rekord. Schaut einfach da nochmal im Speedbild nach, da findet ihr das.
Hier auch diesmal besser gelöst die Tür, die ist stabiler. Natürlich kann ich sie überklappen, was ein bisschen unrealistisch ist, aber trotzdem ist dieses Fahrzeug, nicht die, sondern der Manta, hier die bessere Weiterentwicklung, das coolere Opel-Modell aus dem Hause Kobi. So, ich klemme jetzt das nochmal hier auf unser Stand. Da muss man immer ein bisschen fruckeln, weil man so genau von unten ja nicht sieht, wo ist das Loch. Hahaha, das sollte jetzt kein anschlüpfiger Witz werden. So, machen wir es einfach so. Da seht ihr es. Zack, zack, zack. Und dann können wir uns dieses schöne Fahrzeug ins Regal stellen. Regal ist das Stichwort. Ich werde euch jetzt noch mal ein paar Detailfotos machen. Dann gibt es noch mal ein paar Fakten rund um den Manta, denn ich habe noch nicht alles erzählt. Ich wollte euch noch darauf hinweisen, das Set hat ja einen ungefähren Teilepreis von irgendwie so 6, 7 Cent bei 2125 Steinchen. Wenn man mal so denkt, was jetzt noch so kommt bei Lego, da kommt für 170 € der Camaro, der ja vielleicht auch so in diese Fahrzeugart passt. Da sind es dann irgendwie 1200, 1300 Steine. Da sind wir bei 11 Cent. Also ich finde Preis-Leistung hier ganz okay für Kobi. Es wird natürlich bei Kobi auch immer teurer wie überall, aber ich muss sagen, dieses Teil war für mich ein No-Brainer. Ich bin Manta-Fan, das habe ich euch gesagt. Das seht ihr auch, wenn ihr auch nochmal, möchte ich da betonen, mein Rekordvideo anguckt. Ich habe da wirklich eine Liebe für diese alten Opel-Modelle. Zwar spät erst entdeckt, aber ich habe sie entdeckt und bin froh, dass mein Lieblings-Klemmbausteinhersteller Kobi diese Lücke nun bedient. Also, das war ein bisschen das Review. Jetzt gibt es noch mal ein paar Fotos. Hört euch da nochmal Fakten an und dann schauen wir uns zum Abschluss gleich noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, während ihr hier nochmal ein paar Detailfotos bekommt, von mir noch ein paar Hinweise und auch nochmal ein paar Fakten. Hinweise: Auf einem der Fotos habe ich euch die Teile, die übrig waren, beim Set noch einmal drapiert. Es waren so 10, 15 Steinchen, wobei ich hier nicht meine Hand für ins Feuer legen möchte, dass die Steine auch bei euch über sind, denn ein Stein ist eine runde 1x1er Plate, ein Teil, die eigentlich unter den Stoßdämpfer gehört hätte. Das ist mir rausgeflogen. Also möchte ich nicht hier die Hand ins Feuer legen, dass ich alle Steine richtig verbaut habe. Ich habe mir aber größte Mühe gegeben. Generell ist der Bau super einfach, viel einfacher als beim Opel Rekord. Trotzdem würde ich das nicht in Kinderhände geben, dieses Fahrzeug. Es sind halt Kobi-Steine. Ja, dann möchte ich euch natürlich wie immer die Fakten unten in der Infobox ans Herz legen, meine Links, nämlich einmal die Links zu den Shops, wo ich immer einkaufe, buildingbricks.de, da bekommt ihr sogar 15% Rabatt mit dem Rabattcode BLOGSTAR, wenn ihr euch ein Kobi-Set kauft, oder natürlich den Link zu meinen Freunden von Modbricks. Ebenso den Link zu den Fakten, die ich euch hier vorlese, von Wikipedia. So, und bei diesen Fakten bleiben wir auch, denn ich möchte euch noch erzählen, wie viele Fahrzeuge vom Manta A generell hergestellt wurden, nämlich 498.553 Stück, während über 1 Million Mantas, also A und B und alle anderen Versionen generell hergestellt wurden. Es gibt noch ca. 3000 Fahrzeuge in der Bundesrepublik, die angemeldet sind bzw. auf Nutzer registriert sind, aber das ist eine Zahl, die natürlich den Manta A und den Manta B beinhaltet. Ja, Freunde, schreibt mir bitte alles, was euch zum Video einstellt, unten in die Kommentare. Ich schreibe immer gerne mit euch. Ich antworte eigentlich auf jeden Kommentar. Das ist der Grund, warum ich Videos mache. Ich freue mich zu hören, was ihr über dieses Video und vor allen Dingen über dieses Set denkt. So, und jetzt viel Spaß bei den letzten Worten. Ja, Freunde, da ist das Video leider schon vorbei und ich muss mal wieder sagen, leider, denn dieses Video war eine Herzensangelegenheit. Der Rekord hat schon wahnsinnig Spaß gemacht, obwohl er seine Schwächen hat. Der Manta hat das noch mehr getoppt. Nicht von den Schwächen, aber vom Bauspaß und vom Aussehen. Und ich finde es fast krass und kaum zu glauben, dass beide Fahrzeuge im Maßstab 1:12 daherkommen. Da sieht man mal, wie man sich ein bisschen in der Wahrnehmung täuschen kann. Dieses Fahrzeug sieht so schwarz, Muscle Car, breit aus. Hier diese elegante Coupé-Form. Danke, Kobi. Bitte mehr davon. Ich glaube, die Opel-Lizenz kann man da noch ganz weit ausschlachten. Was meint ihr? Ein Calibra, ein Rekord haben wir ja schon, aber ein Commodore, Admiral und wie sie alle heißen. Was würdet ihr euch wünschen? Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Wie immer möchte ich euch auch nochmal meine Infobox ans Herz legen, wo ihr natürlich den Wikipedia-Artikel zu den Fakten findet und. Und dann bin ich nochmal besonders froh, jetzt
das erste Video in der neuen Noppenklötzchen-Scheune abgedreht zu haben. Das ist alles hier noch nicht fertig, denn der gepflegte Zuschauer wird gemerkt haben, dass da oben noch ein paar Tassen fehlen. Die kommen aber noch alle dazu. In diesem Sinne, danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Es würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen die oben liegende Nockenwelle ankurbeln könntet, nämlich den Algorithmus von YouTube. Lasst einen Daumen da, Daumen runter, Kommentar. Bitte pusht ein bisschen dieses Video, würde ich mich freuen. In diesem Sinne, immer gute Fahrt, das gehört sich bei so einem Auto so. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.